Fragt jemand, wie können wir dich unterstützen, Christina? Wie können wir dir helfen, damit deine Botschaften sich weiter verbreiten und realisiert werden? Ich würde sagen, wenn man mit anderen darüber spricht. Da haben wir doch was. Yeah. Also erstens mal möchte ich sagen, es gibt ganz viele Menschen, die schon ganz viel tun und das finde ich wunderbar. Viele kaufen Bücher von Christina, stellen die in öffentliche Bücherschränke, lassen die im Zug liegen und so weiter und so fort. Kenne ich einige davon und es ist einfach großartig. Es gibt Menschen, die produzieren derzeit YouTube-Videos auf unterschiedlichste Art. Sie lesen da Texte von Christina ein und stellen die auf ihre eigenen Kanäle. Natürlich ist es immer schön, wenn ihr dann mit uns vorher Rücksprache nehmt. Das möchte ich noch dazu sagen. Also gerade wenn ihr Dinge auf YouTube produziert, dann bitte erstmal danke und dann bitte wendet euch an uns, damit Christina das auch sehen kann und ihr okay dazu geben kann. Und dann haben wir hier noch was ganz Wunderbares, Neues in die Welt gesetzt und das ist eine Broschüre. Es ist so ein Flyer. Und er heißt Wir sind Friede, We are Peace ist das Logo. Und es ist ein Aufruf an alle Geschwister des Lichts von Christina von Dreien. Und da sind einige Dinge beschrieben und auch das eine Erinnerung, denn es gibt hier 12 Punkte, was du jetzt zum Frieden beitragen kannst. Und da ist auch das thematisiert, was du vorhin gesagt hast, sich immer wieder innerlich für den Frieden entscheiden. Und so weiter und so fort. Und das soll ganz groß werden. Das soll sich verbreiten. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt eingeblendet was seht, aber wahrscheinlich, ja, hier geht ein Daumen hoch. Es ist eingeblendet, der Flyer, ihr könnt ihn beziehen an 2 Orten. Ihr könnt ihn auf der Webseite von Christina den Download-Link finden, dass ihr ihn selber ausdrucken könnt in Schwarz-Weiß und Farbe. Und dann verbreitet ihn einfach, schenkt ihn weiter, eben lasst ihn liegen, legt ihn im Supermarkt in ein Regal, was auch immer, lasst eure Fantasie spielen. Und ihr könnt diesen Flyer auch beim Govinda Verlag, der den großzügig gesponsert hat, also wir haben jetzt mal 5.000 bestellt, ihr könnt so viel ihr wollt beim Govinda Verlag kostenlos bestellen. Danke Govinda Verlag, danke Ronald Zürer und ihr zahlt nur die Versandkosten. Und ja, verbreitet das, denn auch das ist ein Reminder, ist eine ständige, einfach wieder eine Erinnerung an ja, das, wo es lang geht und an das, was wir vergessen haben manchmal im Alltag. Also das sind alles Möglichkeiten, wie ihr Christinas Wirken unterstützen könnt. Vielen Dank. Menschen von den Plejaden und die Santiner vom Planet Metaria haben Kontakt zu uns und wollen uns helfen. Sie berichten, dass es vielleicht notwendig sein wird, für eine Zeit lang in ein Raumschiff evakuiert zu werden, um dann nach dem Umbau wieder zurückzukehren. Was ist davon zu halten? Also, das Erste ist ja schon mal, dass wenn jemand Kontakt mit anderen Wesen hat, dass man halt schauen muss, ob das rein ist. Das weiß ich jetzt halt so nicht. Und das andere, ob man dann während dem Übergang mal in einem Raumschiff wohnt, das weiß ich jetzt nicht. Wenn das so weit kommt, dann finden wir es raus. Also ich finde das jetzt nicht so entscheidend, ob das jetzt so kommt oder nicht. Ja, weil dann wäre das halt so, wenn das so ist. Aber du würdest jetzt nicht sagen, nee, das ist völliger Blödsinn, wird so nicht passieren, sondern es ist absolut im Bereich des Möglichen, oder? Es kommt halt darauf an, wie die Erde sich noch umbaut. Also die Erde wird sich ja auch verändern und
kommt darauf an, wie sie sich verändern wird. Also, und ich weiß das nicht ganz. Von welchen Faktoren hängt das denn ab, wie die Erde sich genau verändert? Ich weiß nicht, ob die Erde einfach für sich ganz unabhängig von anderen Dingen einfach schon gewisse Dinge festgelegt hat. Das kann sein, aber das weiß ich jetzt nicht. Also dazu kann ich jetzt nichts sagen. Aber deinen Hinweis zu prüfen, also angenommen, es kommt da plötzlich so ein Raumschiff und dann mal zu prüfen, wie sich das anfühlt, bevor man irgendwie mit denen Kontakt aufnimmt. Das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis. Oder sogar einsteigt. Genau. Und ja, ich habe aktuell nicht das Gefühl, dass die Welt untergehen wird, weil wenn jetzt alle Menschen in Raumschiffen wohnen müssten, dann wäre das ja irgendwie sowas wie ein Weltuntergang, weil die ganze Erde sich komplett verändert und dann muss man wieder neu runter. Ich glaube das jetzt eher weniger, aber kann ja trotzdem sein, also dann wäre das halt so. Ja, dann lassen wir uns doch mal überraschen und machen in der Zwischenzeit einfach das Beste. Das Allerbeste, was uns gerade möglich ist, oder? Ja.